Hallo an alle Freunde des Helikopterflugs. Ich zeige euch heute einen Flug durch unsere schöne Heimat. Dabei benenne ich die Ortschaften, die wir aus der Vogelperspektive sehen werden. Damit der Film keine 90 Minuten dauert wie der Flug selbst, habe ich Teilstrecken aus dem Film ausgeschnitten. Ihr erkennt es an den verschwommenen Übergängen. Da habe ich dann jeweils ein Stück entfernt. Wie immer starten wir in EDTD, ein wunderschöner Flugplatz in Donaueschingen, der auch bekannt ist als aktiver Regionalflugplatz für die Sportfliegerei und für die Ultraleichtfliegerei. Der Flugplatz liegt natürlich bei Donaueschingen. Donaueschingen ist bekannt als Ursprung der Donau. Hier fließen die Bäche Brigach und die Breg zusammen. Eine sehr schöne Ortschaft, in der es sich auch wirklich lohnt, auch mal in der Freizeit selbst hinzugehen. Donaueschingen wurde zu Recht als Kleinstadtperle ausgezeichnet. Der Tower hat uns für heute die Startrichtung 3-6 vorgegeben. Wir starten also in Richtung Norden. Somit hovern wir jetzt zum Rollhalt 3-6. Da werde ich, bevor es losgeht, wie immer noch einmal kurz alles checken, ob wir auch wirklich abflugbereit sind. Am Rollhalt angekommen, schaue ich mir dann nochmal die Abflugrichtung an, ob der Abflug auch wirklich frei ist. Danach, ganz wichtig, ich kontrolliere den Anflug, damit ich nicht mit einer anfliegenden Maschine kollidiere. Ich melde im Tower meine Abflugbereitschaft. Nach der Freigabe gehe ich auf die Startbahn Richtung Norden, Kompasskurs 360. Hier beschleunige ich den Helikopter auf rund 50 Knoten oder 80 km/h. Sobald ich diese erreicht habe, ziehe ich die Nase der Maschine hoch und beginne zu steigen. Obwohl es recht warm war, ist die Steigleistung hervorragend. Ich habe sehr schnell in Höhe gewonnen. Wir haben gleich die Sicherheitsmindesthöhe von mehr als 500 Fuß über Grund erreicht. Damit kann ich dann in den Querabflug drehen. Man hat hier im Hintergrund bereits Bad Dürkheim kurz gesehen. Ich blende immer die Namen ein, damit es leichter zuzuordnen ist. Bad Dürkheim ist geprägt von seinen Solequellen und seiner sehr langen Tradition als Kur- und Gesundheitsort. Villingen zeichnet sich durch eine fast vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer aus. Schwenningen gilt als Wiege der industriellen Uhrenherstellung in Südwestdeutschland. Im Übrigen, Schwenningen hat ebenfalls einen wunderschönen Flugplatz. Falls euch auffällt, dass der Flug manchmal wackelig wirkt, hängt dies auch daran, dass ich hier den Film jetzt etwas schneller laufen lasse. Aber auch die Luft, durch die wir hindurchfliegen, ist ständig in Bewegung. Der Hauptgrund ist allerdings, dass ein Helikopter dynamisch instabil ist.
Das bedeutet, wenn der Pilot nicht steuert, neigt der Heli dazu, in eine Richtung zu kippen und der Pilot muss dagegen steuern. Das ist eben die besondere Herausforderung beim Helifliegen. Weilersbach hat eine typisch Schwarzwälder Dorflage. Niedereschach ist bekannt für seine Industrie- und Präzisionstechnik. Haurgen ist ein anerkannter Erlebnisort im Eschachtal. Zimmern-ob-Rottweil ist bekannt für die wunderschöne Lage am Fuße der Schwäbischen Alb mit dem reizvollen Eschachtal. Wir orientieren uns bei diesem Flug entlang der A81. Dabei benenne ich Ortschaften, die man von der Autobahn aus sehen kann, die aber auf der Beschilderung der Autobahn nicht immer genannt werden. Da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr die A81 entlang fährt. Villingendorf geht auf eine alemannische Gründung aus dem 5. Jahrhundert zurück. Auch ein Besuch von Dietingen lohnt sich. Dietingen hat eine einzigartige Mineralausstellung Welt der Kristalle. Besonders an Irslingen ist seine historische Burgruine Irslingen. Harthausen ist bekannt für seine katholische Kirche St. Mauritius, die barocke Fürsten-Nothelfer-Kapelle. Trichtingen wurde 1994 die Auszeichnung als schönstes Fachwerkdorf im Kreis Rottweil erteilt. Ochingen ist bekannt für seine römische Geschichte mit der Villa Rustica. Besonders an Wittershausen ist ein zentrales, neu gestalteter Dorfplatz und die zentrale Lage im Mühlbachtal. Die Föhringer Markung ist ein uraltes Siedlungsgebiet, nachgewiesen bis in die Jungsteinzeit. Bergfalken ist bekannt für eine Wehrkirche, ein historisches Wahrzeichen der Region. Mülheim am Bach ist bekannt durch seine historische Verbindung zum Kloster Kirchberg sowie die Burgruine Wehrstein. Impfingen, bekannt als aufstrebendes Kleinzentrum mit wirtschaftlicher und kultureller Dynamik. Ein Lichtblick der gesamten Region. Nun überfliegen wir gleich den Innovationscampus von Empfingen, bekannt als Forschungs- und Technologiestandort für Zukunftstechnologie. Es folgt Waldorf bei Heigerloch, danach kam das heute gelegene Bickelbrunn, gefolgt von Bad Imnau, als historisch als Mineral- und Heilbad bekannt ist. Wiesenstetten ist bekannt für seine wunderschöne Wohnlage, für sein traditionelles Maifischen.
Müringen und das beeindruckende Schloss Hohenmüringen sind ebenfalls sehenswert. Altdorf ist eine beliebte Wohngemeinde auf einer Hochebene. Rohrdorf kennt man wegen der archäologischen Funde wie den 12 Göttern von Rohrdorf. Eutingen ist bedeutend wegen seiner guten Infrastruktur und Naturmerkmalen wie den Karstquellen. Als nächstes sehen wir den Flugplatz Eutingen, ein sehr bekannter und sehr schöner Sportflugplatz. Beisingen prägen das historische Schloss und die Beisinger Biermanufaktur das Dorfbild. Daneben liegt Göttelfingen mit einer interessanten Historie als ritterschaftlicher Besitz. Hier sehen wir Bildechingen, bekannt für seine keltische Viereckschanze, ein eisenzeitliches Bodendenkmal. Danach folgt etwas Seltsames. Es ist unbekannt. Sieht aus, als hätte jemand versucht, eine Ortschaft zu bilden, aber keine seriöse Karte zeigt hier eine Ortschaft. In Nordstetten befindet sich das Berthold Auerbach Museum im Barockschloss. Petra markiert den landschaftlichen Übergang zwischen Hochebene und Talraum. Ein Highlight der Region ist Glatt mit dem wunderschönen Renaissance-Wasserschloss. Sulz am Neckar ist eine historisch gewachsene Stadt am Neckar mit industrieller Prägung. Daneben liegt dann der Ultraleichtflugplatz Sulz, ebenfalls ein wunderschöner Platz, bei dem es sich lohnt, diesen auch mal anzufliegen. Als nächstes kommt Sigmarswangen, bekannt für seine idyllische Lage am Rande des Mühlbachtals. Bochingen hatten wir schon, dann kommt Boll, bekannt für eine Wohnlage mit Blick aufs Neckartal. Oberndorf, auch eine sehr schöne Stadt, bekannt durch die Waffenfabrik Mauser. Alt-Oberndorf bildet den ursprünglichen historischen Stadtkopf. Bösingen hat eine starke Tradition in der Schwarzwälder Schinkenproduktion. Da überfliegen wir Herrenzimmer mit der imposanten Burgruine Herrenzimmer. Stetten zeichnet sich durch seine Uhrenindustrie-Historie aus. Flözingen ist in der Nähe des Naturschutzgebiets Schwenninger Moos. Hier folgt wieder Niedereschach. Jetzt kommt Kappel mit seinem charmanten Streichelzoo, ein Traum für Familien.
wiederholt Weilersbach. Ja, hier gönne ich mir als Motorradfahrer einfach auch mal in einer Region, wo ich keine Ortschaften überfliege, so ein bisschen Kurvenflug in Schräglage. Einmal ein Vollkreis links, danach gehe ich ein Stück geradeaus und mache nochmal einen Vollkreis rechts. Das mache ich an dieser Stelle, weil ich weiß, ich bin schon in der Nähe meines Heimatflugplatzes. Der Treibstoff wird auf jeden Fall mit ausreichender Reserve reichen. Somit kann ich hier dann auch mal ein paar Minuten Spaß machen und mir die Schräglage gönnen. Dafür ist der Tal wunderbar geeignet. Es ist ein sehr spritziger und windiger Helikopter, der sich gerne auf die Seite legt und gerne in die Kurve geht. Vor allem bei schönem Wetter, wo es nicht böig ist. Da macht es dann wirklich Spaß, ein bisschen hin und her zu schaukeln. Nach Villingen kommt dann Riethain, bekannt als Wohnort mit hohem Freizeitwert, und Marbach, eine Etappe auf dem Jakobsweg. Es folgt Kirchdorf zusammen mit Klingen im schönen Brigachtal. Gröningen ist bekannt für seine historische Mauritiuskurve. Auffend hat eine idyllische dörfliche Atmosphäre. Ich fliege jetzt in Donaueschingen vorbei, damit ich keine bewohnten Gebiete überfliegen muss. Wir werden gleich Hüfingen sehen, und zwischen Hüfingen und Donaueschingen ist ein Industriegebiet. Da kann ich drüber fliegen, ohne Leute zu belästigen, mit dem Lärm, den ein Helikopter macht. Besonders an Hüfingen ist seine historische Altstadt mit einer Badruine aus der Römerzeit. Da müsst ihr auch mal hin. Nun sehen wir den Riedsee, bekannt als Naherholungssee mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Zum Abschluss fliegen wir bereits wieder den Flugplatz Donaueschingen an, Start- und Endpunkt dieser Rundreise. Der Flugplatz ist, denke ich, für alle deutlich im Hintergrund erkennbar. Der Flug dauerte in echt 1,5 Stunden. Ich habe versucht, dieses Video so kurz wie möglich zu machen. 23 Minuten ist eigentlich schon zu viel für ein Online-Video. Auch wenn ich den Film, um Filmzeit einzusparen, teilweise etwas schneller laufen ließ, man sieht, Helikopterfliegen ist generell etwas unruhiger als mit einem Flugzeug. Aber das möchten Helikopterpiloten ja auch haben, denn dieses Verhalten macht den Heli agil und sportlich. So, wir sind bereits hier am Boden im Ground-Effekt. Ich hebe die Nase des Helikopters hoch, um mit einem sogenannten Flare die Fahrt rauszunehmen, abzubremsen. Da sich ein Flugzeug hinter mir befindet, bin ich jetzt recht zügig von der Landebahn runtergegangen, damit der hinter mir Fliegende auch gleich landen kann. Ich hovere jetzt wieder mit einer deutlichen Geschwindigkeit dem Taxiway entlang in Richtung Hangar.
In der Taxiway ist in Donaueschingen schon ein recht ansehnliches Stück Land. Da kann man auch mal ein bisschen schneller fliegen. Hier fliegen wir jetzt gerade an der Tankstelle vorbei. Wir sind nun kurz vor dem Hangarplatz. Ich nehme die Fahrt ganz raus und schaue, dass ich zum Stehen komme. Ich schwebe nun seitlich auf das Vorfeld vor dem Hangar ein. Setze die Maschine dann auf einem Landekreuz für den Helikopter ab. Die Kreuze haben den Zweck, wenn man sich daran hält, ist der Abstand zwischen mir und Heli so groß, dass sich die drehenden Ruderblätter nicht berühren können. Hier habe ich den Talon abgesetzt. Ich kann die Motordrehzahl reduzieren und die Systeme nach und nach herunterfahren. Selbstverständlich habe ich den Motor ausreichend abkühlen lassen. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Das benötigen wir allerdings nicht im Video. Das war es dann für heute. Vielen Dank für das Mitfliegen durch unsere wunderschöne Heimat. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.